Eine der Hauptrouten von der Sahara nach Marrakesch führt durch die Todra-Schlucht, die unter anderem auch ein beliebtes Reiseziel für Kletterer ist, weil dort die Felswände bis zu 400 Meter hoch werden können. Die Dades-Schlucht, ganz in der Nähe von der Todra, sieht schon wieder ganz anders aus und dort wachsen auch einige verschiedene Pflanzen, unter anderem auch Feigen, und die Leute, die Berber dort, haben auch einige Burgen gebaut, also sogenannte Kasbah. Ouarzazate ist eigentlich bekannt als Filmstudio, aber dort befindet sich noch etwas anderes, nämlich ein ziemlich großes Solarkraftwerk, ich glaube es heißt Noor, das aus so einem seltsamen Turm besteht, aber auch ziemlich vielen normalen Solarpanels. Wir haben uns dort aber auch noch das Filmstudio angesehen, wo auch diverse Filme oder auch sehr bekannte Serien gedreht wurden. Sie waren jetzt auch gerade dabei, für den Gladiator 2 zu trainieren. Die werden dann die Filmarbeiten demnächst starten. Sie sind auch dabei, die Pferde für diesen Film zu trainieren und Kamels und so weiter. Und auch ziemlich spannend, diese ganzen Retortenstädte dort zu sehen, die sie aufgebaut haben. Unter anderem hier dieser ägyptische Palast für den französischen Film Asterix und Obelix. Hubert hat sich da hier auch in Ton gesetzt. Und man sieht dann auch sehr schön, wie dünn diese Filmstudios aufgebaut sind. Und sie sind oft auch erstaunlich klein. Also in den Filmen wirkt das dann alles einiges größer. In der Nähe befindet sich auch Eid Ben Haddou, das ist eine alte Kasbah, also eine Burg, die jetzt größtenteils auch leer steht und für Filme vermietet wird, und Touristen können hier auch sich das alles ansehen. Die Anfahrt nach Marrakesch durch das Atlasgebirge ist auch ziemlich spektakulär. Es ist noch eine relativ ländliche Region. Man fährt auch an einigen Oasen vorbei und älteren Dörfern. Es sind auch viele Hirten unterwegs und auch Leute mit ihren Eseln. Man fährt auch an diversen Serpentinenstraßen durch und am höchsten Punkt ist man bei 2200 Metern. Marrakesch ist eine ziemlich lebhafte Stadt und der Hauptplatz Jemaa el-Fna ist auch der meistbesuchte Platz von ganz Afrika und entsprechend ziemlich voll. Es gibt aber auch ruhigere Ecken in Marrakesch, wie dieses gigantische Anwesen, das einem ehemaligen Minister gehört hat, der für seine 5 Ehefrauen 5 verschiedene Riads, also Innenhöfe, gebaut hat, die auch verschiedene marokkanische Architekturstile zur Schau stellen. In den engen Gassen von Marrakesch muss man auch ziemlich aufpassen, weil dort einige Leute mit ihren Scootern unterwegs sind, die jetzt nicht groß Rücksicht nehmen. Und es hat auch wieder einige Handwerker, wie man das auch schon im Fes gesehen hatte, zum Beispiel mit Metallarbeiten oder auch mit Holz nach alter Berbermethode. Wir haben auch eine der diversen ehemaligen Koranschulen, also Madrasa, besucht, die mittlerweile nur noch als Museum genutzt werden und ziemlich spektakulär geschmückt sind und sogar über ein Wasserverteilsystem verfügten, wie man hier schön sieht. Und natürlich muss man auch den Jardin Majorelle besuchen, in dem Yves Saint Laurent mal gelebt hat.